Denkst du zu viel nach? Grübelst du bis in die Nacht hinein und das raubt dir sogar den Schlaf? Gleichzeitig hast du keine Gefühle oder kaum oder sogar switchst du immer wieder zwischen diesen zwei Zuständen, dann ist dein Nervensystem in ein monstermäßiger dysregulierten Zustand und braucht deine Hilfe. Denn wenn es deinem Körper so ergeht, dann ist dein Nervensystem nicht mehr selbst in der Lage, aus diesen Switchen, entkoppelt sein oder abgespalten sein, wieder in diese Lebendigkeit, Verbindung und in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Ich bin Gabriela, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin und ich freue mich jetzt auf dich. Overthinking oder Grübeln oder wenn es wirklich chronisch ist, Rumination ist ja der deutsche Begriff dafür und Underfeeling nennt man das im Englischen, also wenn du in einem unterregulierten Zustand von deinen Gefühlen und Emotionen abgespalten bist, wo du auch tatsächlich in einem von Nervensystemzustand her eine Art von Freeze bzw. unterreguliert sein bist. Diese zwei Zustände können einem wirklich das Leben zur Hölle machen. Natürlich auch ich selbst habe ich Erfahrung mit solchen Zuständen als Überlebende, aber auch in der Akademie, dass viele Betroffene ja schon mit solchen Zuständen zu kämpfen hatten. Und das ist eine recht typische und natürliche auch Reaktion deines Nervensystems. Deshalb ist eine wichtige Botschaft, bitte denk daran, dass es, obwohl quälend ist, ja, eine natürliche Reaktion deines Körpers. Und wenn du das erkennst, das nicht nur natürlich ist, sondern auch, dass dein Körper jetzt nach Hilfe ruft, dann schau dir jetzt das Video weiter an und dann weißt du auch, was du tun kannst. Aber vielleicht zuerst auch zu verstehen, was passiert denn da jetzt? Also, höchstwahrscheinlich bist du in eine Situation, in ein Ereignis geraten, wo du an ein sehr, sehr schmerzhaftes etwas erinnert worden bist. Ob das jetzt ein unerträglicher Gedanke ist, welcher unerträgliche seelische Schmerzen hervorruft oder das Gefühl selbst ist ja ohne Gedanken, aber einfach unerträglich für dich, dann ist genau das der Auslöser, warum du jetzt in eine intensivere Traumareaktion, also entweder von Flucht oder von Kampfreaktion, dann gelandet bist, im Sinne auch von Hyperarousal. Du bist in einem überregulierten Zustand. Das bedeutet wiederum, dass du primär mit deinem Nervensystem in einem sympathischen, sympathokonen Zustand bist. Das heißt, dein Herz rast schneller, du bist schreckhaft, du bist sehr, sehr gereizt, dein Nervensystem ist wirklich auf Gefahr getrimmt und du reagierst auf alles sehr, sehr prompt und sehr, sehr heftig. Höchstwahrscheinlich hast du deine Emotionen, wenn welche zum Spüren wären, nicht unter Kontrolle oder auch deine Reaktionen nicht unter Kontrolle, aber natürlich auch nicht dein Grübeleien unter Kontrolle. Denn du bist gefangen. Du bist gefangen in deinem Körper, zum einen im Kopf, wo dann diese Grübeleien, ja, mit einhergehend in Hyperarousal gefangen ist und zum anderen in Hypoarousal, also im Underfeeling, in deinem Unterreguliertsein, was genau das Gegenteil ist. Du bist eigentlich lahm, du bist abgeschnitten von deinen Gefühlen, von deinen Emotionen, von deinen Körperempfindungen und du kannst auch nicht mehr auf deine intuitiven Empfindungen zum Beispiel zurückgreifen. Das ist natürlich sehr schlimm, denn Intuition ist sehr wichtig auch zu überleben.
Wenn wir unterreguliert sind, dann ist ja der Kreislauf zum Beispiel mit niedrigem Blutdruck unterwegs. Ich bin, mit Motivation habe ich Schwierigkeiten. Ich komme nicht auf irgendwie aus dem Pötten. Ich kann kaum aufstehen und so weiter. Ja, das bedeutet, dass wenn ich diesen zwei Zustände praktisch im Wechsel habe und diese zwei Zustände ich nicht verlassen kann, gleichzeitig natürlich das eine, also dieser Überreguliertsein, dieses Vibrieren und diese stetige geistige Arbeit mich ermüdet und dann bin ich wieder in Unterreguliertsein und bin dann auch in eine Art von Erschöpfung und einfach von jeglichem abgeschnitten. Das ist ein massives Dysreguliertsein. Ich bin in einer Dysregulation. Und du fragst mit Sicherheit, was man tun kann, damit du diese extreme Zustände auflösen kannst, denn das ist ja sehr, sehr belastend. Sehr, sehr belastend für Körper, auch für deinen Geist. Und je weniger man schläft, denn das ist auch meistens, was da passiert, umso schlimmer wird das. Ja, ich habe mitgebracht, und zwar auf jeden Fall wichtig in meinen Notizen, dass du mit deinem Nervensystem und mit deinem Körper natürlich arbeitest. Und hierzu empfehle ich dir, wenn du zu solchen Zuständen grundsätzlich neigst, dass du präventiv arbeitest. Also ich bin immer der Meinung, auch in meiner Akademie ist es, was ich lehre, Selbstregulation für Menschen mit Entwicklungstrauma, Komplextrauma ist eigentlich täglich. Das ist das, was wir eigentlich tun, denn das ist, was mir ermöglicht, auch den Tag anders zu gestalten und das Nervensystem auch daran zu erinnern, dass auch andere Zustände möglich sind und sich neu zu vernetzen ermöglicht. Ja? Also, wenn du solche Zustände hast, dann Empfehlung meinerseits Atem- und Erdungsübungen. Also es gibt ja verschiedenste Pranayamas oder Breathwork in Englisch. Jedenfalls sollten diese Atemübungen sein, die ja Parasympathikus ansprechen, also wo du mehr in ein beruhigenderer Zustand kommst, gerade wenn du mit deinen Grübeleien unterwegs bist. Und ebenfalls die Erdungsübung, weil wenn wir nur noch denken, dann sind wir eigentlich vom Körper abgekoppelt. Ich bin gar nicht geerdet. Ich bin nur im Geistigen, in gedankliche Welt unterwegs, aber ich bin nicht in meiner Sinneswahrnehmung. Damit ich in Hier und Jetzt zurückkommen kann, sind eben Erdungsübungen auch wunderbar. Dann grundsätzlich somatische Therapie. Also, dass du wirklich auch präventiv, neurosomatisch ist ja mein Schlüsselwort für dein Nervensystem speziell, dass du ein Toolbox hast, dass du regelmäßig übst, aber auch in solchen Zuständen, dass du immer auch in deinem Notfallkoffer etwas hast, wie du dich durch den Körper regulieren kannst. Weil je länger du in solchen Zuständen bleibst, umso schwieriger wird es und umso belastender ist es insgesamt auch für deinen Körper und für das Nervensystem. Genau. Und dann wäre ganz entscheidend, dass du auch langfristig natürlich deine Emotionen besser regulieren kannst und du auch die Körperempfindungen besser wahrnehmen kannst. Ja, was kannst du grundsätzlich noch machen? Natürlich polyvagale Übungen, also für Vagusnerv, denn wenn du polyvagale Übungen machst, dann machst du eine Art Tonisierung des Vagusnervs und du regst ja die wechselartige Tätigung von Sympathikus, Parasympathikus, was dann letztes Endes eine normale Nervensystemregulation
wie das von Natur aus angedacht ist, fördert. Ja, und traumasensitive Achtsamkeit, also dass du auch eben diese Präsenz, was Grundvoraussetzung ist, dass du überhaupt merkst, dass diese Zustände da sind, aber auch schon immer früher dann merkst, dass die da sind oder kämen, dass du durch diese traumasensitive Achtsamkeit du immer besser deine Tendenzen zu Vermeidung und Dissoziation reduzieren kannst. Das heißt, du kannst dir selbst immer effektiver und auch immer frühzeitiger helfen. Ja, bin gespannt, ja, welche Schwierigkeiten heute du mit diesem Overthinking und Underfeeling in Englischen oder eben Grübeln, ja, Grübeln und abgeschnitten sein von deinen Gefühlen hast, beziehungsweise wie du das erlebst, wenn du zwischen diesen Zuständen, ja, in deinem Körper herumswitcht. Was ist da vielleicht für dich noch speziell die Schwierigkeit, ja, dass du aus diesem selbstgemachten Gefängnis rauskommen kannst? Und da diese Berichte interessieren mich sehr und ja, wie immer, dann bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe bis dahin und tschüss, Gabriela. 'Cause it feels like home.